Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich habe für euch mal wieder ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug im Spur 1 Modellbahnmaßstab 1:32. Diesmal handelt es sich um ein sehr filigranes bayerisches Kranwagenset, das die Firma Fine Models in 5 verschiedenen Varianten der Bahnepochen 1 bis 3 gefertigt hat. Für dieses Video hatte ich leihweise eines der beiden Modelle in Epoche 3 Ausführung. Nachdem es sich hier um edle Handarbeitsmodelle aus Messing und Edelstahl handelt, sind diese auch sehr sorgfältig verpackt. Zunächst packe ich den Kranschutzwagen aus. Übrigens, falls euch die Auspackerei nervt, schaut bitte in den Videobeschreibungstext oder ruft die Zeitleiste auf und springt dann zu einem für euch interessanten Videoabschnitt. Und wenn ihr einfach nur den Kran im Handkurbeleinsatz sehen wollt, dann springt bitte vor zur Minute 19 dieses Videos. Und jetzt packe ich den sehr filigranen Kranwagen aus. Kurz ein Blick in die Anleitung, die aber leider nur in Deutsch beigelegen ist. Hier ist noch ein Tütchen mit 2 Stangen zur Fixierung des Kranhakens für den Fahrbetrieb mit dem Kranwagen. So, nun kann man gleich endlich mal erahnen, wie filigran dieser Kranwagen ist. Inzwischen habe ich das Kranwagenset auf einen Drehteller mit 42 cm Durchmesser gestellt und den Kranhaken gemäß Anleitung mit Hilfe der beiden mitgelieferten Stangen fixiert. Als nächstes gibt es ein paar Impressionen und Detailansichten des Kranwagens.
Wie bei Spur 1 üblich, haben auch diese beiden Wagen gefederte Puffer und vorbildgerechte Schraubenkupplungen. Nun noch ein paar Nahansichten des Kranschutzwagens. Übrigens erfolgt die Federung der Achslager tatsächlich über funktionstüchtige Blattfedern. Allerdings braucht man hierfür einen recht hohen Anpressdruck. Bevor ich gleich die weiteren beweglichen Teile des Kranwagens jetzt zeige, hier mal kurz die seitlichen Beschriftungen aus der Nähe. Jetzt geht es ans Abkuppeln der beiden Wagen. Als nächstes zeige ich einige technische Details am Kranschutzwagen. Die Bremskurbel ist leider nicht beweglich, aber dafür gibt es an beiden Wagen, wie vorhin schon kurz zu sehen, Federpuffer. Die Bremsschläuche sind beweglich und abnehmbar. Hier zeige ich auch nochmal die Schraubenkupplung. Sie ist wie bei Spur 1 Modellen üblich natürlich gefedert und hat auch ein funktionstüchtiges Schraubgewinde zur Längenverstellung. Wie man hier an der Detaillierung der Seitenwände schon erahnen kann, sind diese tatsächlich beweglich. Zunächst muss der Riegel in der Mitte hochgezogen werden. Das erfordert aber etwas Kraft. Dann wird jeweils am Wagenende die Bordwandsicherung entriegelt und weggeschwenkt. Und schließlich können die Bordwände heruntergeklappt werden. Allerdings sieht man beispielsweise schon an diesem winzigen Scharnier, dass das alles sehr filigran ist und vielleicht nicht zu häufig gemacht werden sollte. Beim Zuklappen brauchte ich etwas Kraft, weil bei meinem Muster die Bordwände seitlich ein klein wenig klemmten.
Auch hier sieht man, dass es etwas klemmt und für die Verriegelung ist auch wieder etwas Kraft erforderlich. Dann noch ein Blick unter den Kranschutzwagen. Jetzt wird es Zeit für den Einsatz des Kranwagens. Zunächst sollten für einen vorbildgerechten Einsatz die Kippsicherungen an den Wagenenden montiert werden. An 33 mm langen Kettchen befinden sich hierzu kleine bewegliche Scheren, die an den Schienenköpfen fixiert werden müssen. Dies ist allerdings ein echtes Geduldsspiel und zudem sind die kleinen Scheren auch relativ leichtgängig. Dieses Geduldsspiel habe ich inzwischen auch am anderen Ende absolviert und wie man hier sieht, sind die Scheren leider sehr leicht verschiebbar. Später zeige ich, wie ich dieses Problem gelöst habe. Jetzt muss der drehbare Kran entriegelt werden. Hierzu wird zunächst der Sicherungssplint des Verriegelungsstabs herausgezogen. Dann ist wieder einmal etwas Geduld gefragt. Und schließlich werden die 13 mm langen Fixierlaschen heruntergeklappt. Zu guter Letzt muss jetzt noch der Kranhaken entsichert werden. Hierzu muss zunächst das Zugseil entspannt werden. Und nun können die Haltestangen ausgehängt werden. Als nächstes zeige ich die 3 Betriebsmodi für die Handkurbel des Krans. In dieser Kurbelposition wird das Kranseil schnell auf- oder abgerollt. Dann wird die Kurbel entriegelt.
Hierzu braucht man aber wieder etwas mehr Kraft und Fingerspitzengefühl. Jetzt wird die Kurbel ein Stück herausgezogen bis zur zweiten Rastposition und dann wieder verriegelt. In dieser Position kann der Kran per Kurbel gedreht werden. Und jetzt noch die dritte Position. Hier wird das Kranseil mit Untersetzung bewegt, also wesentlich langsamer. Abschließend nochmal die Kurbel in der Drehposition. Schließlich zeige ich noch das bewegliche Gegengewicht des Krans, das allerdings nur bedingt in einer höheren Position nutzbar ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die Feststelleinrichtung für das Gegengewicht nur beweglich nachgebildet wurde und nicht auch funktionstüchtig ist. Ich finde aber, dass das trotzdem sehr toll detailliert wurde. Abschließend zeige ich jetzt gleich den Kran in einem kleinen Testeinsatz. Zunächst aber, wie bereits erwähnt, etwas zur Fixierung der Scheren für die Kippsicherung. Durch Zufall habe ich festgestellt, dass die Scheren zumindest bei meinen Schienenübergängen nicht weiterrutschen, sondern tatsächlich hängen bleiben. Am anderen Ende fixiere ich die Scheren jetzt gleich einfach mal mit etwas Patafixmasse. Nun zum Testeinsatz. Ich habe hier als Hebelast ein paar zusammengeschraubte Metallbaukastenteile mit einem Gesamtgewicht von 75 Gramm vorbereitet und auf die Ladefläche eines landwirtschaftlichen Anhängers gelegt. Jetzt wird der Kranhaken per Handkurbel angehoben. Dann stelle ich die Kurbelfunktion auf Drehen des Krans um.
Und nun nochmal die Umstellung des Kurbelantriebs auf den Kranhaken. So, das war's mit meiner Vorstellung des bayerischen Kranwagensets im Maßstab 1:32 von Feinmodels. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dieses filigrane Spur 1 Modell mal im Einsatz zu sehen. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pernsteiner.